Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In der dünnen, kalten Luft der Anden, tausende von Metern über dem Meeresspiegel, spannte sich einst ein Reich aus Stein und Gold, verbunden durch ein unsichtbares Netz aus Sternenlicht. Die Inka, Meister der Architektur und Verwaltung, blickten Nacht für Nacht in denselben Himmel, den wir heute sehen, doch sie sahen etwas anderes. Sie sahen Pfade, Götter und Kalender, die in die Dunkelheit zwischen den Sternen geschrieben waren. Dieses Wissen, so präzise und tiefgründig, verschwand fast spurlos mit dem Fall ihres Reiches. Was bleibt, sind steinerne Rätsel und flüsternde Legenden. Begleiten Sie mich auf eine Reise, um diese verlorene kosmische Bibliothek zu suchen. Guten Abend. Schließen Sie die Augen für einen Moment und stellen Sie sich die Nacht in den Hochanden vor. Die Luft ist dünn und von einer eisigen Klarheit. Die Sterne scheinen so nah, als könnte man die Hand ausstrecken und sie wie kalte Juwelen pflücken. Für uns ist dies ein Anblick von stiller, distanzierter Schönheit. Für die Inka jedoch war dies kein leerer Raum, sondern ein lebendiges, atmendes Wesen, ein integraler Bestandteil ihrer Existenz. Um ihre Astronomie zu verstehen, müssen wir zuerst ihre Weltanschauung begreifen, ihre Kosmovision. Sie sahen das Universum nicht als eine Ansammlung von Objekten, sondern als ein gewaltiges, verwobenes Netz von Beziehungen. Alles war beseelt, alles war miteinander verbunden. Dieses Universum war in 3 Ebenen unterteilt. Über uns lag Hanan-Pascha, die obere Welt. Dies war die Heimat der Götter, der Sonne, des Mondes und der Sterne. Unter uns lag Uku-Pascha, die innere oder untere Welt, das Reich der Ahnen, der Toten und der keimenden Samen. Und zwischen diesen beiden Welten befand sich Kai-Pascha, die Welt, in der wir leben. Doch diese Ebenen waren nicht voneinander getrennt. Sie waren durchlässig, in ständiger Kommunikation. Ein Blitz konnte eine Botschaft aus Hanan-Pascha überbringen. Eine Quelle konnte als Portal zu Uku-Pascha dienen. Und der Mensch, der Inka, stand im Zentrum dieses Austauschs, als Vermittler und als Beobachter. Die Astronomie war für sie daher keine abstrakte Wissenschaft, die Himmelskörper katalogisierte. Sie war die Kunst, die Sprache dieses kosmischen Netzes zu lesen. Die Bewegung der Sterne war der Puls des Universums, der den Rhythmus für das Leben auf der Erde vorgab, für die Aussaat und die Ernte, für Rituale und für den Krieg. Die Milchstraße, die sie Mayu nannten, der himmlische Fluss, war ein direktes Spiegelbild des Urubamba-Flusses auf der Erde. Was im Himmel geschah, hatte eine direkte Entsprechung im Diesseits. In dieser Weltanschauung waren Zeit und Raum untrennbar miteinander verwoben. Die Vergangenheit war nicht hinter uns, sondern vor uns. Man konnte sie sehen und aus ihr lernen. Die Zukunft war unsichtbar, sie lag hinter unserem Rücken. Zeit war zyklisch, kein linearer Pfeil. Alles wiederholte sich in großen und kleinen Zyklen, genau wie die Sonne jeden Tag aufging und die Sterne jede Nacht ihre Bahnen zogen. Dieses tiefgreifende Verständnis der Verbundenheit von allem war das Fundament, auf dem das gesamte Wissen der Inka-Astronomie ruhte. Im Herzen des Inka-Reiches, in der Hauptstadt Cusco, die selbst als Abbild des Kosmos angelegt war, stand ein Gebäude von unvorstellbarer Pracht, der Coricancha. Der Name bedeutet in Quechua so viel wie goldener Hof oder goldenes Gehege, und er war keine Übertreibung. Chronisten berichten,
dass die Mauern dieses Tempels mit Hunderten von Platten aus purem Gold verkleidet waren, die das Sonnenlicht einfingen und es mit einer blendenden göttlichen Intensität zurückwarfen. Der Korikancha war mehr als nur ein Tempel. Er war der heiligste Ort des gesamten Reiches, der Nabel der Welt, der Punkt, an dem die 3 Ebenen des Kosmos, Hanan Pacha, Kai Pacha und Uku Pacha, sich berührten. Von hier aus, so glaubte man, wurde das Universum geordnet. Doch seine Bedeutung war nicht nur spirituell, sondern auch zutiefst wissenschaftlich. Der Korikancha war ein hochpräzises astronomisches Observatorium. Seine gesamte Architektur, jeder Stein, jede Nische und jedes Fenster war exakt auf die Bewegungen der Himmelskörper ausgerichtet. Bestimmte Fenster waren so positioniert, dass die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne zur Zeit der Sommer- oder Wintersonnenwende exakt auf einen bestimmten Punkt im Inneren fielen. Dies markierte nicht nur den Wechsel der Jahreszeiten, sondern auch den Beginn wichtiger landwirtschaftlicher Zyklen und religiöser Feste. Im Zentrum des Haupttempels, der dem Sonnengott Inti geweiht war, soll sich eine massive goldene Scheibe befunden haben, die das Antlitz des Gottes darstellte. Sie war so angebracht, dass sie bei Sonnenaufgang das Licht sammelte und den gesamten Raum in einen überirdischen Glanz tauchte. Neben dem Sonnentempel gab es Schreine für den Mond, die Sterne, den Donner und den Regenbogen, die jeweils mit Silber und anderen kostbaren Materialien geschmückt waren. Der Korikancha war somit ein Mikrokosmos, ein Modell des Himmels auf Erden. Hier beobachteten die Priester-Astronomen nicht nur die Sonne, sondern auch die Plejaden, deren Erscheinen am Horizont den Beginn des neuen Jahres markierte, und die dunklen Konstellationen innerhalb der Milchstraße, Schattenfiguren wie die Schlange oder das Lama, die für sie ebenso bedeutsam waren wie unsere hellen Sternbilder. Der Tempel war das Gehirn des Reiches, das die Zeit maß, den Kalender bestimmte und das spirituelle und weltliche Leben von Millionen von Menschen im Einklang mit dem Kosmos hielt. Vom goldenen Herzen des Korikancha aus spannte sich ein unsichtbares Netz über das gesamte Tal von Cusco und weit darüber hinaus. Dieses System, bekannt als die Zekiel-Linien, ist vielleicht eines der komplexesten und faszinierendsten Konzepte der andinen Welt. Stellen Sie sich 41 imaginäre Linien vor, die wie die Speichen eines Rades vom Sonnentempel ausstrahlen. Diese Linien waren keine physischen Straßen, sondern heilige Pfade, die den Raum organisierten und mit der Zeit verbanden. Entlang dieser unsichtbaren Linien lagen 328 Huacas, heilige Orte oder Objekte. Eine Huaca konnte alles sein. Ein Fels mit einer besonderen Form, eine Quelle, ein Ahnengrab, ein Schlachtfeld oder ein kleiner Schrein. Jede einzelne Huaca hatte eine eigene Bedeutung, einen eigenen Mythos und war mit einem bestimmten Tag im Jahr sowie einem spezifischen Ritual verbunden. Das Zeque-System war somit ein gewaltiger, dreidimensionaler Kalender, eingeschrieben in die Landschaft selbst. Es war ein Mosaik aus Raum, Zeit und Religion. Doch es war noch mehr als das. Das System diente auch der sozialen Organisation. Jede der 41 Linien war der Verantwortung einer bestimmten sozialen Gruppe oder Familie, einer Ailu, zugeordnet. Diese Familie war dafür zuständig, die Huacas entlang ihrer Linie zu pflegen und die dazugehörigen Rituale zum richtigen Zeitpunkt durchzuführen. So wusste jeder im Reich genau, wo sein Platz im kosmischen und sozialen Gefüge war. Die Linien selbst waren nicht willkürlich angelegt. Viele von ihnen wiesen auf astronomisch signifikante Punkte am Horizont hin, wie die Auf- oder Untergangspunkte der Sonne an den Sonnenwänden und Äquinoxien
oder die Positionen wichtiger Sterne. Die Zeqwe-Linien waren also auch astronomische Sichtlinien, die den Himmel mit der Erde verbanden und die heilige Geographie des Tals von Cusco nach den Gesetzen des Kosmos ausrichteten. Sie waren eine kognitive Karte, ein riesiges Gedächtnispalast, der es den Inka ermöglichte, ein enormes Volumen an Wissen zu speichern und zu organisieren. Mythen, Geschichte, den Kalender, soziale Verpflichtungen und astronomische Daten. Als die spanischen Eroberer kamen, sahen sie nur Steine, Quellen und Berge. Sie konnten die unsichtbaren Fäden nicht erkennen, die alles zu einem sinnvollen Ganzen verbanden. Mit der Zerstörung des Coricancha und der gewaltsamen Auflösung der sozialen Strukturen der Inka zerfiel auch dieses komplexe System. Die Linien verblassten und ein Großteil des Wissens, das sie kodierten, ging für immer verloren. Im Pantheon der Inka gab es viele Götter, doch keiner war so zentral und allgegenwärtig wie Inti, die Sonne. Für die Inka war die Sonne nicht einfach nur ein leuchtender Himmelskörper, der Wärme und Licht spendete. Inti war eine bewusste, göttliche Kraft, der Ursprung allen Lebens und die Quelle der Macht des gesamten Reiches. Die Beziehung zu Inti war zutiefst persönlich und politisch, denn der Herrscher der Inka, der Sapa Inka, galt als direkter Nachfahre, als Sohn der Sonne. Diese göttliche Abstammung war das Fundament seiner Autorität. Er war nicht nur ein König, er war ein lebender Gott auf Erden, der Vermittler zwischen dem Himmel und den Menschen. Jeder Befehl, den er gab, trug das Gewicht göttlichen Willens. Die Verehrung Intis durchdrang daher alle Aspekte des Lebens. Die Beobachtung seines täglichen und jährlichen Weges über den Himmel war von höchster staatlicher Bedeutung. In und um Cusco herum wurden Säulen errichtet, sogenannte Sucancas, die als Sonnenzeiger dienten. Wenn der Schatten einer Säule zur Mittagszeit verschwand oder wenn die Sonne exakt zwischen zwei Türmen auf- oder unterging, wussten die Priester, dass ein bestimmter Zeitpunkt im landwirtschaftlichen Kalender erreicht war. Dies war keine triviale Angelegenheit. Das Überleben des Reiches hing von der präzisen Bestimmung des richtigen Moments für Aussaat und Ernte ab. Inti war der Spender des Mais, der Grundlage der Ernährung. Seine Energie ließ die Pflanzen wachsen und reifen. Die Beziehung war jedoch keine einseitige. Die Inka glaubten, dass auch die Sonne Nahrung und Energie benötigte, um ihre tägliche Reise über den Himmel und durch die gefährliche Unterwelt bei Nacht fortsetzen zu können. Deshalb wurden ihm die kostbarsten Opfer dargebracht, feine Textilien, Kokablätter und in feierlichen Ritualen auch Lamas. Das größte Fest zu Ehren des Sonnengottes war das Inti Raymi, das zur Wintersonnenwende im Juni gefeiert wurde. Zu dieser Zeit stand die Sonne am weitesten entfernt und ihre Kraft schien zu schwinden. Das Inti Raymi war ein Fest des Flehens und der Erneuerung, bei dem der Sapa Inka den Sonnengott bat, zurückzukehren und der Welt wieder seine lebensspendende Wärme zu schenken. Es war eine machtvolle Demonstration der kosmischen Ordnung, die das Reich zusammenhielt. Eine Ordnung, in der Gott, König und Kosmos eine untrennbare Einheit bildeten. Stellen wir uns das Tal von Cusco vor, nicht als die Stadt, die wir heute kennen, sondern als das pulsierende Herz des Inka-Reiches, das Cosco, der Nabel der Welt. Auf den Bergrücken, die dieses heilige Tal umgaben, standen einst Bauwerke von schlichter, aber tiefgründiger Genialität, die Sucangas. Dies waren keine kunstvollen Tempel, sondern eine Reihe von Steinsäulen, präzise auf den Horizontlinien positioniert. Für den ungeübten Betrachter mögen sie wie zufällige Markierungen gewirkt haben,
Doch für die Priester und Astronomen der Inka waren sie die Zeiger einer gewaltigen, stadtgroßen Sonnenuhr. Von einem zentralen Beobachtungspunkt in der Stadt aus, dem Usnu auf dem Hauptplatz, verfolgten sie den täglichen Lauf der Sonne über den Himmel. Ihre wahre Bedeutung entfaltete sich jedoch an den Wendepunkten des Jahres. Wenn die Sonne im Juni ihren nördlichsten Punkt erreichte, zur Wintersonnenwende auf der Südhalbkugel, ging sie exakt hinter einer bestimmten Gruppe von Säulen unter. Dieses Ereignis markierte den Beginn des Inti Raymi, des großen Sonnenfestes, und den Beginn eines neuen landwirtschaftlichen Jahres. 6 Monate später, zur Sommersonnenwende im Dezember, wiederholte sich das Schauspiel an einem gegenüberliegenden Punkt am Horizont. Die Säulen waren nicht nur passive Marker. Sie waren ein aktives Instrument, das es ermöglichte, den Kalender zu justieren, die exakten Tage für Aussaat und Ernte zu bestimmen und die großen religiösen Feste zu terminieren. Sie machten die Zeit sichtbar, greifbar, zu einem Teil der Landschaft selbst. Es war ein System, das tief in der physischen Welt verwurzelt war und die kosmische Ordnung direkt mit dem täglichen Leben der Menschen verband. Mit der Ankunft der Spanier wurden diese Säulen als heidnische Idole betrachtet und systematisch zerstört. Was einst ein präziser, in Stein gehauener Kalender war, wurde zu Schutt und einer vagen Erinnerung in den Chroniken. Der Verlust der Sukangas war mehr als nur die Zerstörung von Monumenten. Es war das Auslöschen einer Bibliothek des Himmels, das Verstummen eines Dialogs zwischen den Inka und der Sonne, der über Generationen geführt worden war. Während Inti, die Sonne, das Reich mit seiner goldenen, männlichen Kraft regierte, wachte eine andere, ebenso mächtige Gottheit über die Nacht. Mama Killa, die Mondmutter. Sie war die Schwester und Gemahlin der Sonne, eine Spiegelung der göttlichen Dualität, die das gesamte Inka-Universum durchdrang. Wenn die Sonne mit Gold assoziiert wurde, dem Schweiß der Sonne, so war der Mond untrennbar mit Silber verbunden, den Tränen des Mondes. In ihren Tempeln, insbesondere im Coricancha in Cusco, war ihr Schrein nicht mit Gold, sondern mit polierten Silberplatten ausgekleidet, die das sanfte, kühle Licht des Mondes einfingen und reflektierten. Mama Killa war jedoch weit mehr als nur ein nächtliches Licht. Sie war die Herrin der Zeit und der Zyklen. Der Inka-Kalender war ein komplexes lunisolares System, und während die Sonne das landwirtschaftliche Jahr bestimmte, regierte der Mondmonat die rituellen Zyklen und Feste. Jeder Monat hatte seinen eigenen Namen und seine eigenen Zeremonien, die oft mit den Phasen des Mondes synchronisiert waren. Ihre Zyklen spiegelten sich im weiblichen Körper wider und machten sie zur Schutzpatronin der Frauen, der Geburt und der Fruchtbarkeit. Die Koyas, die Königinnen der Inka, sahen in ihr ihre göttliche Ahnin und höchste Repräsentantin. Die Beobachtung des Mondes war daher von größter Bedeutung. Die Priesterinnen der Mama Killa verfolgten ihre Phasen mit akribischer Genauigkeit, um den Kalender zu regulieren und die Harmonie zwischen dem himmlischen und dem irdischen Reich aufrechtzuerhalten. Ein Neumond war eine Zeit der Erneuerung, ein Vollmond eine Zeit der Fülle und Macht. Ihre Flecken wurden als das Gesicht eines Fuchses oder eines Pumas interpretiert, eine himmlische Erinnerung an die wilden, ungezähmten Kräfte der Natur. Mama Killa repräsentierte eine andere Art von Wissen, eines, das nicht auf der täglichen, unerbittlichen Wiederkehr der Sonne beruhte, sondern auf dem subtilen, sich wandelnden Rhythmus der Nacht. Sie war das Symbol für Wandel, Intuition und die verborgene Seite der Macht. Eine silberne Kraft,
die das goldene Reich der Sonne ausbalancierte. Wenn Sonne und Mond, das göttliche Paar, in perfekter Ausrichtung tanzten, hielt die Welt den Atem an. Eine Finsternis war für die Inka kein rein astronomisches Phänomen. Es war ein kosmisches Drama, ein Moment tiefster spiritueller Bedeutung und potenzieller Gefahr. Eine Sonnenfinsternis wurde als Angriff auf Inti selbst gesehen. Man glaubte, ein himmlischer Puma oder eine Schlange versuche, die Sonne zu verschlingen. Das Verschwinden des Lichts am helllichten Tag war ein Zeichen des Zorns der Götter, ein mögliches Omen für den Tod eines Herrschers oder eine bevorstehende Katastrophe. Ähnlich wurde eine Mondfinsternis, bei der Mama Killa sich blutrot färbte, als Angriff auf die Mondmutter interpretiert. Man fürchtete, wenn sie vollständig verschlungen würde, könnte sie auf die Erde fallen und alles Leben vernichten. In diesen Momenten brach im gesamten Reich eine Welle ritueller Aktivität aus. Die Menschen schrien, schlugen auf Trommeln, ließen ihre Hunde heulen und schossen Pfeile in den Himmel. All das, um das himmlische Raubtier zu verscheuchen und die bedrohte Gottheit zu verteidigen. Doch hinter dieser rituellen Panik verbirgt sich eine tiefere, intellektuelle Leistung. Die Chronisten berichten, dass die Amautas, die Weisen und Astronomen der Inka, in der Lage waren, diese Ereignisse vorauszusagen. Dies deutet auf ein bemerkenswertes Verständnis der Zyklen von Sonne und Mond hin. Die Vorhersage einer Finsternis erfordert die Kenntnis des Saros-Zyklus oder eines äquivalenten Systems, eines Zeitraums von etwas mehr als 18 Jahren, nachdem sich die Konstellationen von Sonne, Mond und Erde wiederholen. Obwohl wir keine schriftlichen Aufzeichnungen über ihre genauen Methoden haben, legt die Fähigkeit zur Vorhersage nahe, dass sie über Generationen hinweg sorgfältige Beobachtungen aufzeichneten, möglicherweise mit Hilfe ihrer Quipu-Knotenschnüre. Sie verstanden, dass diese schrecklichen Ereignisse nicht zufällig waren, sondern Teil eines größeren, berechenbaren Musters. Die Finsternis war somit ein Paradox, ein Moment des größten rituellen Schreckens, der gleichzeitig den Höhepunkt des astronomischen Wissens der Inka darstellte. Wenden wir nun unseren Blick vom Glanz der Sterne ab und betrachten den Himmel mit den Augen der Inka. Wo die meisten Kulturen der Welt Muster in den Lichtpunkten suchten und sie zu Sternbildern verbanden, sahen die Astronomen der Anden etwas völlig anderes. Sie blickten in die Dunkelheit, in die leeren Räume dazwischen. Entlang des schimmernden Bandes der Milchstraße, das sie Mayu, den himmlischen Fluss, nannten, gibt es große, dunkle Flecken. Dies sind interstellare Wolken aus Staub und Gas, die das Licht der dahinterliegenden Sterne blockieren. Für die Inka waren diese dunklen Flecken, die Yanafuyu, keine Leere, sondern die wahren Konstellationen. In diesen Schattenformen erkannten sie die Silhouetten von Tieren, die für ihr Leben in den Anden von zentraler Bedeutung waren. Da war die große Yakana, das himmlische Lama, dessen Augen die beiden hellen Sterne Alpha und Beta Centauri waren. Es schien, als würde es aus dem himmlischen Fluss trinken und seine Kraft auf die Erde übertragen, um die Herden zu schützen. In seiner Nähe befand sich sein Junges. Weiter entlang des Flusses sah man die Atok, den Fuchs, der das Lama jagte, die Hanpatu, die Kröte und die Mach-Akwai, die Schlange. Diese dunklen Konstellationen waren tief mit dem Rhythmus des Lebens auf der Erde verbunden. Ihre Erscheinung am Nachthimmel korrelierte mit den Jahreszeiten und den Zyklen der Tiere, die sie darstellten. Wenn das Lama am höchsten stand, war die Paarungszeit der realen Lamas auf der Erde. Ihr Auf- und Untergang signalisierte den Bauern,
wann sie pflanzen, bewässern oder ernten sollten. Diese einzigartige Kosmologie zeigt eine tiefgreifende Verbindung zur unmittelbaren Umwelt. Anstatt Geschichten auf ferne, abstrakte Sterne zu projizieren, fanden die Inka die Reflexion ihrer eigenen Welt in der Dunkelheit des Himmels. Es ist eine Negativraumastronomie, die fast einzigartig in der Geschichte der Menschheit ist und uns lehrt, dass es mehr als eine Art gibt, den Kosmos zu lesen und seinen Platz darin zu verstehen. Wenn wir heute zum Nachthimmel aufblicken, suchen unsere Augen nach Lichtpunkten. Wir verbinden Sterne zu Bildern und erschaffen Konstellationen aus dem, was leuchtet. Die Astronomen der Inka taten dies auch, doch sie besaßen eine zweite, vielleicht tiefere Art, den Himmel zu lesen. Sie blickten nicht nur auf die Sterne, sondern auch auf die Leere dazwischen. Für sie war die Milchstraße, der Mayu, ein großer himmlischer Fluss, der über den Himmel strömte. Und in den dunklen Staub- und Gaswolken dieses Flusses, in diesen Flecken der Abwesenheit von Licht, sahen sie ihre wichtigsten Sternbilder. Die Yanafuyu, die dunklen Konstellationen. Dies ist eine Form der Himmelsbeobachtung, die in der westlichen Tradition fast unbekannt ist und die uns einen tiefen Einblick in die andine Weltsicht gewährt. Anstatt Lichtpunkte zu verbinden, erkannten sie die Silhouetten von Tieren und Geistern, die für ihr Leben auf der Erde von entscheidender Bedeutung waren. Die prominenteste dieser dunklen Gestalten ist Jacana, das große himmlische Lama. Es erstreckt sich als eine riesige dunkle Form entlang des Mayu-Flusses. Seine Augen sind keine Leere, sondern zwei der hellsten Sterne des Südhimmels, Alpha und Beta Centauri, die als Nyawin des Lamas leuchten. Die Legende erzählt, dass Jacana in der Mitte der Nacht vom himmlischen Fluss trinkt, damit das Wasser nicht die Welt darunter überflutet. Während es trinkt, nimmt seine Kraft zu. Und wenn es auf der Erde wandelt, unsichtbar für die meisten, verleiht es den irdischen Lamas Stärke und Fruchtbarkeit. Ein weiteres wichtiges Tier ist Machakuai, die Schlange. Diese gewundene Dunkelwolke erscheint in der Regenzeit und symbolisiert die Verbindung zur Unterwelt, dem Ukupacha. Sie ist ein Vorbote des Regens, der das Land nährt, aber auch ein Symbol für die Zyklen von Tod und Wiedergeburt. Diese Konstellationen waren keine abstrakten Bilder, sie waren lebendige Wesen, deren Handlungen am Himmel direkte Auswirkungen auf die Welt der Menschen hatten. Sie waren Teil eines animistischen Kosmos, in dem Himmel und Erde, Tier und Geist, Dunkelheit und Licht untrennbar miteinander verwoben waren. Das Lesen der Dunkelheit war eine heilige Kunst, ein tiefes Verständnis dafür, dass das, was fehlt, genauso bedeutungsvoll sein kann, wie das, was vorhanden ist. In den kalten, klaren Nächten der Andenhochländer, kurz vor der Morgendämmerung im Juni, richteten die Priester der Inka ihre Augen auf einen ganz bestimmten Punkt am Horizont. Sie warteten auf das heliakische Aufgehen eines kleinen, aber unverkennbaren Sternhaufens, den wir heute als die Plejaden kennen. Für die Inka war dies Kulka, das Lagerhaus oder der Speicher. Dieser Name war keine zufällige Metapher. Er war die Essenz seiner Funktion. Die Beobachtung der Kulka war von entscheidender existenzieller Bedeutung für das Überleben des Reiches. Von der Erscheinung dieses Sternhaufens hing die wichtigste wirtschaftliche Entscheidung des Jahres ab: der Zeitpunkt der Aussaat. Die Priester, die Amautas, waren Meister der Himmelsdeutung. Wenn die Kulka hell und klar am Himmel erschienen, ihre einzelnen Sterne deutlich zu erkennen waren, war dies ein Omen für ein gutes Jahr.
Es bedeutete, dass die Regenzeit pünktlich beginnen würde und die Ernte reichlich ausfallen würde. Die Bauern erhielten das Signal, ihre Felder früh zu bestellen. Wenn die Kulka jedoch trüb und verschwommen erschienen, als wären sie von einem Schleier umhüllt, war dies ein Zeichen der Warnung. Es prophezeite eine verspätete oder spärliche Regenzeit, eine Dürre, die die Ernte bedrohen konnte. Die Aussaat musste verschoben werden und man musste sich auf ein hartes Jahr vorbereiten. Was wie reine Astrologie klingen mag, war in Wahrheit eine bemerkenswert genaue Form der Klimavorhersage. Heute wissen wir, dass die scheinbare Helligkeit der Plejaden durch hochgelegene dünne Cirruswolken beeinflusst wird. Die Präsenz dieser Wolken in dieser spezifischen Jahreszeit korreliert oft mit dem Klimaphänomen El Niño, das tatsächlich Dürreperioden im andinen Hochland verursacht. Die Inka hatten, ohne die globale Klimadynamik zu kennen, einen präzisen Indikator für deren lokale Auswirkungen entdeckt. Die Kulkua waren also mehr als nur Sterne. Sie waren ein göttlicher Zeitgeber, ein landwirtschaftliches Orakel und ein direktes Bindeglied zwischen dem Kosmos und dem gefüllten Kornspeicher. Ihre jährliche Erscheinung war ein Moment höchster Anspannung und Konzentration, ein Dialog zwischen Mensch und Himmel, bei dem das Schicksal von Millionen auf dem Spiel stand. Das kosmische Lagerhaus entschied über das Schicksal der Irdischen. Die Ehrfurcht der Inka vor dem Kosmos blieb nicht auf reine Beobachtung beschränkt. Sie war ein aktiver, schöpferischer Prozess, der in Stein gemeißelt wurde. Ihre Architektur ist vielleicht der eindrucksvollste Beweis für den Wunsch, eine Brücke zwischen der irdischen und der himmlischen Sphäre zu schlagen. Und kein Ort verkörpert dies so meisterhaft wie die verborgene Stadt Machu Picchu. Wenn wir durch ihre steinernen Gassen wandeln, betreten wir nicht nur die Ruinen einer Siedlung, sondern ein präzise ausgerichtetes kosmisches Instrument. Jede wichtige Struktur scheint in einem stillen Dialog mit der Sonne, dem Mond und den Sternen zu stehen. Das berühmteste Beispiel ist der Intihuatana-Stein, dessen Name oft als Pflock, an den die Sonne gebunden wird, übersetzt wird. Dieser kunstvoll aus dem Fels gehauene Gnomon ist exakt so positioniert, dass er die Äquinoxien, die Tag- und Nachtgleichen im März und September markiert. An diesen beiden Tagen zu Mittag, wenn die Sonne direkt über dem Äquator steht, wirft der Stein für einen kurzen magischen Moment keinen Schatten. Es ist, als ob die Sonne für einen Augenblick an diesen Ort gebunden wäre. Ein Moment perfekter Balance zwischen Licht und Dunkelheit, Himmel und Erde. Nicht weit davon entfernt erhebt sich der Torreon, der Tempel der Sonne. Dieses elegante, halbrunde Bauwerk ist ein Meisterwerk der sakralen Ingenieurskunst. Eines seiner trapezförmigen Fenster ist so perfekt ausgerichtet, dass die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne zur Junisonnenwende, dem wichtigsten Fest des Inka-Kalenders, Inti Raymi, genau hindurchscheinen und einen heiligen Stein im Inneren beleuchten. Ein anderes Fenster im selben Tempel rahmt den Aufgang der Plejaden, der Kulka, und verbindet so die Sonnenanbetung mit dem landwirtschaftlichen Kalender. Diese Ausrichtungen sind kein Zufall. Sie sind das Ergebnis jahrelanger Beobachtung und präziser Planung. Für die Inka war der Bau eines Tempels oder einer Stadt ein Akt der Nachahmung der göttlichen Ordnung. Die Architektur war ein Weg, den heiligen Raum des Kosmos auf der Erde zu verankern. Selbst die Lage der Stadt, eingebettet zwischen heiligen Berggipfeln, den Apus und über dem sich schlängelnden Urubamba-Fluss, scheint eine irdische Reflexion des himmlischen Flusses, der Milchstraße zu sein.
Machu Picchu ist somit mehr als eine Stadt. Es ist ein lebendiger Kalender, ein Observatorium und ein Altar, an dem die Ordnung des Universums gefeiert und aufrechterhalten wurde. Die kosmische Vision der Inka manifestierte sich nicht nur in monumentalen Bauten wie Machu Picchu. Sie durchdrang die gesamte Landschaft und verwandelte sie in einen heiligen Text, der von allen gelesen werden konnte. Das Schlüsselkonzept hierfür ist die Huaca. Eine Huaca ist ein Ort oder ein Objekt, das als heilig gilt, erfüllt von einer besonderen spirituellen Energie. Es konnte ein imposanter Berggipfel sein, eine Quelle, aus der lebensspendendes Wasser sprudelte, ein seltsam geformter Felsbrocken oder ein von Menschenhand geschaffener Schrein. Diese Huacas waren die Ankerpunkte, die das spirituelle Netz des Reiches zusammenhielten. Ihre Bedeutung war jedoch oft untrennbar mit dem Himmel verbunden. Viele Huacas dienten als Markierungen im Gelände, von denen aus man den Auf- oder Untergang der Sonne, des Mondes oder bestimmter Sterne an wichtigen Tagen des Jahres beobachten konnte. Sie waren die äußeren Zeiger einer riesigen, Landschaft umfassenden Uhr. Das komplexeste und faszinierendste Beispiel für dieses System war das Cheque-System der Hauptstadt Cusco. Stellen Sie sich unsichtbare Linien vor, die wie die Speichen eines Rades vom Coricancha, dem goldenen Sonnentempel im Herzen der Stadt, ausstrahlten. Entlang dieser 41 Cheque-Linien waren über 328 Huacas angeordnet. Dieses System war nichts weniger als ein dreidimensionaler Kalender und eine soziale Karte, die in die Topographie des Tals eingeschrieben war. Jede Cheque-Linie war einer bestimmten sozialen Gruppe, einer Ailu, zugeordnet und war mit bestimmten Tagen oder Wochen des Jahres verbunden. Die Ailu war dafür verantwortlich, die Rituale an den Huacas auf ihrer zugewiesenen Linie zur richtigen Zeit durchzuführen. Eine Huaca konnte zum Beispiel ein Felsen auf einem Hügel sein, der von Cusco aus gesehen genau den Punkt markierte, an dem die Sonne zur Sonnenwende aufging. An diesem Tag pilgerte die zuständige Gemeinschaft zu diesem Ort, um Opfer darzubringen und die kosmische Ordnung zu bestätigen. Das Cheque-System war somit die ultimative Synthese von Astronomie, Religion, sozialer Organisation und Geographie. Der Himmel wurde nicht nur beobachtet, er wurde gelebt. Die Bewegung der Gestirne wurde in Rituale und soziale Verpflichtungen übersetzt, die das gesamte Tal in einen lebendigen, atmenden Kosmos verwandelten, in dem jeder Stein und jeder Mensch seinen festen Platz im großen, himmlischen Plan hatte. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie uns gemeinsam in die Stille der Andenacht reisen, zu einer Zeit, in der das Ticken der Uhr das Flüstern der Sterne war. Für die Inka war die Zeit kein linearer Pfeil, der unaufhaltsam vorwärts schoss. Sie war ein Zyklus, ein Gewebe, das aus den Fäden der Sonne und des Mondes gewirkt wurde. Ihr Kalendersystem war ein Meisterwerk der Synchronizität, das das Heilige mit dem Profanen, den Himmel mit der Erde verband. Im Herzen dieses Systems schlugen zwei Rhythmen. Der erste war der Sonne, ein 365-tägiger Kalender, der das Leben der Bauern bestimmte. Er diktierte, wann der Boden aufgerissen, wann der Maissamen in die Erde gelegt und wann die reiche Ernte eingefahren werden sollte. Jeder Monat hatte seinen eigenen Namen und seine spezifischen landwirtschaftlichen Aufgaben, die durch sorgfältige Beobachtung der Sonnenwenden und Tag- und Nachtgleichen festgelegt wurden. Die steinernen Säulen, die Intihuatanas, dienten als präzise Sonnenzeiger,
deren Schatten die exakten Momente für die wichtigsten agrarischen Tätigkeiten markierten. Doch parallel dazu pulsierte der zweite Rhythmus, der des Mondes. Ein Kalender mit 328 Nächten, der das rituelle Leben des Reiches ordnete. Dieser Kalender war in das Cheque-System von Cusco eingeschrieben, ein unsichtbares Netz von 41 Linien, die vom Sonnentempel Coricancha ausstrahlten, und 328 heilige Schreine, die Huacas, miteinander verbanden. Jeder Schrein entsprach einem Tag des rituellen Jahres. An jedem dieser Tage wurden an der entsprechenden Huaca spezifische Zeremonien und Opfergaben dargebracht. Die große Herausforderung bestand darin, diese beiden Zyklen, den solaren und den lunaren, in Einklang zu bringen. Die Differenz von 37 Tagen musste ausgeglichen werden. Die Inka-Priester lösten dieses Problem durch das Einfügen von Schalttagen oder möglicherweise ganzen Schaltmonaten in unregelmäßigen Abständen. Diese Anpassungen waren keine bloßen mathematischen Korrekturen. Sie waren heilige Akte, die das kosmische Gleichgewicht wiederherstellten. Der Inka-Kalender war somit mehr als ein Zeitmessgerät. Er war die Partitur für die Symphonie des Lebens, eine komplexe Verwebung, in der jeder Tag seine eigene Bedeutung hatte, sei es für die Arbeit auf dem Feld, die Verehrung eines Berges oder die Feier eines Gottes. Er war der Beweis für ein tiefes Verständnis, dass das Überleben des Menschen untrennbar mit den Zyklen des Kosmos verbunden ist. Wir wenden uns nun einem der größten Rätsel der Inka-Kultur zu, einem Objekt, das so einfach in seiner Form und doch so unendlich komplex in seiner möglichen Bedeutung ist: dem Quipu. Stellen Sie sich ein Bündel von Schnüren vor, das von einer Hauptschnur herabhängt. Baumwolle oder Lamawolle, in verschiedenen Farben gefärbt, durchzogen von unzähligen Knoten. Für das ungeschulte Auge mag es wie ein primitives Zählwerkzeug oder ein dekoratives Objekt aussehen. Doch für die Inka war dies ihre Schrift, ihre Bibliothek, ihr Archiv. Die Meister dieser geknoteten Sprache waren die Quipucamayocs, die Hüter der Schnüre. Sie konnten aus den Knoten, den Farben, der Drehrichtung der Schnüre und ihrer Position eine erstaunliche Menge an Informationen ablesen. Wir wissen mit Sicherheit, dass Quipus für die Buchhaltung des riesigen Reiches unerlässlich waren. Sie erfassten Bevölkerungszählungen, Tributzahlungen, Ernteerträge und den Bestand an Lamas. Jeder Knoten, jede Farbe, jede Schnur war ein Datenpunkt in einem komplexen, dreidimensionalen Buchhaltungssystem. Doch einige Forscher glauben, dass die Quipus weit mehr als nur Zahlen enthielten. Könnten sie auch Geschichten, Gesetze oder sogar astronomische Daten aufgezeichnet haben? Dies ist der Punkt, an dem wir den gesicherten Boden der Archäologie verlassen und das faszinierende Reich der Hypothesen betreten. Der Harvard-Anthropologe Gary Urton hat argumentiert, dass die Quipus ein binäres Kodierungssystem verwendeten, ähnlich dem, das heute in Computern zum Einsatz kommt. Er schlägt vor, dass bestimmte Kombinationen von Knoten und Farben nicht nur Zahlen, sondern auch Konzepte und Namen darstellen könnten. Die faszinierendste Theorie besagt, dass einige Quipus astronomische Kalender waren. Ein Quipu mit 365 herabhängenden Schnüren könnte die Tage eines Sonnenjahres repräsentieren. Die Knoten auf diesen Schnüren könnten wichtige Himmelsereignisse kodieren. Die Phasen des Mondes, die Bewegung der Venus oder die Vorhersage von Finsternissen. Die Farben könnten sich auf bestimmte Sternbilder oder Himmelsregionen beziehen. Ein Quipu könnte somit eine Ephemeride sein, eine geknotete Karte des Kosmos, die es den Priesterastronomen ermöglichte, die Zeit zu verfolgen und die Zukunft vorherzusagen. Leider
wurde mit der spanischen Eroberung das Wissen der Quipucamayocs ausgelöscht. Die Hüter der Schnüre wurden getötet, die Quipus als heidnische Objekte verbrannt. Heute sind nur noch wenige hundert Exemplare erhalten, stumme Zeugen eines verlorenen Wissens. Sie sind wie eine verschlüsselte Botschaft aus einer anderen Welt, und wir haben den Schlüssel verloren. Die geknoteten Sterne der Inka bleiben eines der tiefsten, ungelösten Mysterien der antiken Welt. Die Fähigkeit, die Bewegungen der Himmelskörper zu verstehen und vorherzusagen, war im Inka-Reich keine rein intellektuelle Übung. Sie war kein Wissen um des Wissens willen. Sie war das Fundament der Macht, das ideologische Gerüst, das ein riesiges und vielfältiges Imperium zusammenhielt. Im Zentrum dieses Machtgefüges stand der Sapa Inka, der alleinige Herrscher. Er war nicht nur ein König oder ein Kaiser im weltlichen Sinne. Sein offizieller Titel war Intip Churin, der Sohn der Sonne. Seine Legitimität, sein Recht zu herrschen, leitete sich direkt vom mächtigsten Himmelskörper ab. Er war der lebende Vertreter des Sonnengottes Inti auf Erden. Diese göttliche Verbindung musste jedoch ständig unter Beweis gestellt werden. Und hier kam die Astronomie ins Spiel. Wenn die Priester-Astronomen im Namen des Sapa Inka eine Sonnenwende auf den Tag genau vorhersagen konnten, war dies mehr als eine wissenschaftliche Leistung. Es war ein Beweis für die intime Verbindung zwischen dem Herrscher und seinem göttlichen Vater. Es zeigte dem Volk, dass der Sapa Inka im Einklang mit dem Kosmos stand, dass er die Ordnung des Universums verstand und lenkte. Die großen staatlichen Feste, insbesondere das Inti Raymi zur Wintersonnenwende, waren sorgfältig inszenierte astronomische Schauspiele. Tausende versammelten sich in Cusco, um zu sehen, wie der Sapa Inka die Sonne symbolisch anflehte, zurückzukehren und die Tage wieder länger werden zu lassen. Wenn die Sonne dann, wie vorhergesagt, ihren südlichsten Punkt erreichte und ihre Reise nach Norden antrat, war dies eine überwältigende Bestätigung der Macht des Inka und der Stabilität des Reiches. Doch die Kontrolle über den Himmel hatte auch ganz praktische Auswirkungen. Der staatlich sanktionierte Kalender diktierte das Leben jedes einzelnen Untertanen. Er legte die Zeit für Aussaat und Ernte fest und sicherte so die Ernährungsgrundlage des Reiches. Er bestimmte, wann Tribute zu entrichten waren, wann die Arbeiter für den Staat zu dienen hatten und wann militärische Kampagnen gestartet werden konnten. Die Astronomie ermöglichte eine zentrale Planung und Verwaltung von beispielloser Effizienz. Das Wissen über den Himmel war ein streng gehütetes Geheimnis, das einer kleinen Elite von Priestern und Adligen vorbehalten war. Indem sie dieses Wissen kontrollierten, kontrollierten sie die Zeit selbst. Sie machten die kosmische Ordnung zur staatlichen Ordnung und sicherten so die Herrschaft der Inka über Dutzende von eroberten Völkern. Der Himmel über den Anden war nicht nur eine Quelle der Inspiration, er war das ultimative Instrument imperialer Kontrolle. Für die Inka war der Kosmos kein lebloser Mechanismus aus Sternen und Planeten. Er war ein lebendiges Wesen, das ständig mit der Menschheit kommunizierte. Kometen, Meteore, ungewöhnliche atmosphärische Phänomene, all dies waren Botschaften, Omen, die von den Göttern gesandt wurden, um vor bevorstehenden Ereignissen zu warnen. In den Jahren, die der Ankunft der Spanier vorausgingen, so berichten die späteren Chroniken, häuften sich die unheilvollen Zeichen am Himmel und auf der Erde. Ein Komet, so grün wie ein Smaragd, soll wochenlang am Nachthimmel gehangen haben. Der Mond soll von 3 seltsamen Halos umgeben gewesen sein,
von denen der erste blutrot war, was auf Krieg hindeutete. Erdbeben erschütterten das Land, und die Wellen des Pazifiks sollen ungewöhnlich hoch und wild gewesen sein. Man muss diese Berichte mit Vorsicht genießen, denn sie wurden oft Jahrzehnte nach der Eroberung aufgezeichnet und könnten durch das Wissen um die nachfolgende Katastrophe gefärbt sein. Doch das tiefgreifendste und am besten belegte Omen war ein Ereignis, das das Herz der Inka-Religion traf: eine Sonnenfinsternis. Stellen Sie sich die Szene vor: Mitten am Tag beginnt die Sonne, die Quelle allen Lebens und die göttliche Ahnin des Sapa Inka, zu verschwinden. Ein dunkler Schatten frisst sich in die leuchtende Scheibe. Der Himmel verdunkelt sich, die Sterne werden sichtbar und eine unheimliche Kälte legt sich über das Land. Für die Inka war dies die ultimative Katastrophe. Es bedeutete, dass der Sonnengott Inti zornig war, dass er sein Gesicht von seinen Kindern abwandte. Es war ein Zeichen des göttlichen Verlassenseins, ein Vorbote für den Tod eines Königs oder den Untergang des Reiches. Diese Finsternis, oder vielleicht eine Reihe von Finsternissen, fiel in eine Zeit großer innerer Unruhe. Das Reich wurde durch einen brutalen Bürgerkrieg zwischen den Brüdern Huáscar und Atahualpa zerrissen. Die himmlische Unordnung spiegelte die irdische Unordnung wider und verstärkte sie. Zu diesem Klima der Angst und Unsicherheit kam eine alte Prophezeiung hinzu. Es hieß, dass eines Tages der Schöpfergott Viracocha, der einst über das große Meer nach Westen gegangen war, zurückkehren würde. Die Beschreibungen von Viracocha waren vage, aber einige Legenden beschrieben ihn als einen Mann mit Bart. Als die ersten Berichte von den Küsten kamen, von großen, schwimmenden Häusern, aus denen Männer mit Blitzen, die donnerten, und Gesichtern, die von Haaren bedeckt waren, stiegen, fügten sich die Puzzleteile zu einem schrecklichen Bild zusammen. Die Omen am Himmel, der Bruderkrieg auf der Erde und die Ankunft bärtiger Fremder aus dem Meer schienen die Prophezeiung zu erfüllen. Dies schuf eine Atmosphäre des Zögerns und des fatalistischen Schreckens, die die anfängliche Reaktion der Inka auf die kleine Gruppe von Konquistadoren unter Francisco Pizarro lähmte. Der Himmel hatte gesprochen und seine Botschaft schien klar: Das Ende war nahe. Stellen Sie sich eine Bibliothek vor, größer als die von Alexandria. Doch ihre Bücher sind nicht aus Papyrus, sondern aus geknoteten Schnüren. Jede Farbe, jede Drehung, jede Position eines Knotens enthält Daten, Genealogien, Ernteerträge, Gesetze und, was für uns am wichtigsten ist, astronomische Zyklen und Prophezeiungen. Dies war das System der Quipu, das intellektuelle Rückgrat des Inka-Reiches. Und dann kam das Feuer. Die spanische Conquista war nicht nur eine militärische und politische Eroberung, sie war ein epistemischer Bruch, ein gezielter Angriff auf das Wissen und die Weltsicht eines ganzen Volkes. In ihrem Eifer, den als heidnisch empfundenen Glauben auszurotten, sahen die Konquistadoren und die ihnen folgenden Missionare in den Quipus und den mündlichen Überlieferungen der Amautas, der Weisen, eine direkte Bedrohung. In den sogenannten Extirpationen der Götzenanbetung wurden Quipus systematisch gesammelt und verbrannt. Priester wie Francisco de Ávila sahen darin Werkzeuge des Teufels, Chiffren, die die alten Götter am Leben erhielten. Mit jeder Schnur, die zu Asche zerfiel, verschwand ein Teil des Himmels der Inka. Die präzisen Aufzeichnungen über Sonnenwenden, die komplizierten Zyklen von Venus und Jupiter, die Mythen, die sich in den dunklen Nebeln der Milchstraße verbargen, all das wurde dem Vergessen anheimgegeben.
Es war mehr als nur die Zerstörung von Daten, es war die Auslöschung einer Denkweise. Die Inka lasen das Universum nicht nur, sie webten sich in seine Struktur ein. Ihre Astronomie war untrennbar mit ihrer Religion, ihrer Landwirtschaft und ihrer sozialen Ordnung verbunden. Der Verlust der Quipus war der Verlust des verbindenden Fadens, der all diese Bereiche zusammenhielt. Was uns heute bleibt, sind fragmentarische Berichte spanischer Chronisten, die oft mit Unverständnis und Verachtung schrieben, und die stummen Steine der Observatorien. Das große Archiv der Anden brannte, und der Rauch verdunkelte einen Himmel, dessen Sprache wir nun mühsam wieder zu entziffern versuchen. Ein Feuer kann ein Archiv zerstören, aber es kann nicht die Erinnerung auslöschen, die in der Erde selbst und in den Herzen der Menschen verankert ist. Während das formale, staatlich organisierte astronomische Wissen der Inka-Elite mit dem Reich unterging, überlebten seine Echos in den abgelegenen Gemeinschaften der Anden. Das Wissen zerfiel nicht zu Staub, es sickerte in den Boden und wurde Teil der lokalen Folklore, der landwirtschaftlichen Praktiken und der spirituellen Rituale. Bis heute richten viele Quechua- und Aymara-Bauern ihre Aussaat- und Erntezeiten nach dem Himmel aus. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist die Beobachtung der Plejaden, die auf Quechua Kulkar oder Speicher genannt werden. Die Sichtbarkeit und das Erscheinungsbild dieses Sternhaufens im Juni geben traditionell Aufschluss über die bevorstehende Regenzeit und damit über den Erfolg der Ernte. Ist der Haufen hell und klar, wird eine gute Ernte erwartet. Erscheint er trüb, bereitet man sich auf ein trockenes Jahr vor. Dies ist keine bloße Folklore. Moderne Klimaforscher haben einen Zusammenhang zwischen der atmosphärischen Klarheit während der Plejadensichtbarkeit und dem Wetterphänomen El Niño festgestellt. Die alten Beobachtungen haben also eine empirische Grundlage. Auch der Synkretismus spielte eine entscheidende Rolle für das Überleben des Wissens. Um der Verfolgung zu entgehen, wurden alte Gottheiten und kosmische Konzepte geschickt mit dem katholischen Heiligenkalender verwoben. Berggeister, die Apus, wurden weiterhin verehrt, aber ihre Feste wurden auf christliche Feiertage gelegt. Die Sonnenfeste der Sonnenwenden verschmolzen mit den Feierlichkeiten für Johannes den Täufer oder Weihnachten. Das Kreuz des Südens, ein wichtiger Wegweiser am südlichen Himmel, wurde in das christliche Kreuz umgedeutet, behielt aber seine indigene Bedeutung als heiliges Symbol bei. Diese Traditionen sind keine reinen Relikte. Sie sind lebendige Praktiken, die sich ständig weiterentwickeln. In ihnen hören wir das leise Flüstern der Amautas, ein Echo des alten Wissens, das sich weigerte zu verstummen und das in den Rhythmen des Landes und dem Leuchten der Sterne weiterlebt. Wie können wir heute, Jahrhunderte nach dem Zerfall des Reiches, den Himmel durch die Augen der Inka sehen? Die Antwort liegt in einer faszinierenden Disziplin an der Schnittstelle von Archäologie, Astronomie und Anthropologie, der Archäoastronomie. Sie ist unser Werkzeug, um die stummen Steine zum Sprechen zu bringen und die kosmische Architektur der Inka zu entschlüsseln. Archäoastronomen arbeiten nicht mit verstaubten Texten, sondern mit Theodoliten, GPS-Geräten und hochentwickelter Computersoftware. Ihr Labor ist die raue Landschaft der Anden selbst. Sie vermessen akribisch die Ausrichtung von Tempeln, Fenstern, Säulen und sogar ganzen Städten wie Cusco, das in Form eines Pumas angelegt war. Die zentrale Hypothese ist, dass diese Ausrichtungen nicht zufällig sind, sondern bewusst auf signifikante astronomische Ereignisse anvisieren.
Mit Hilfe von Planetarium-Software können Forscher den Himmel zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Vergangenheit rekonstruieren. Sie können virtuell an einem Fenster in Machu Picchu stehen und beobachten, wie die Sonne zur Wintersonnenwende exakt über einem fernen Berggipfel aufgeht. Genau wie es ein Inka-Priester vor 500 Jahren getan hätte. Ein berühmtes Beispiel ist der Intihuatana-Stein, der Ort, an dem die Sonne gebunden wird. An den Äquinoktien, den Tag- und Nachtgleichen, steht die Mittagssonne fast senkrecht über dem Stein und wirft kaum einen Schatten. Ein Moment von höchster kosmischer Balance. Doch die Archäoastronomie geht über reine Geometrie hinaus. Sie versucht, die kulturelle Bedeutung dieser Ausrichtungen zu verstehen. Warum war die Sonnenwende so wichtig? Weil sie den landwirtschaftlichen Zyklus markierte und ein zentrales Element des kaiserlichen Kultes war. Warum wurden bestimmte Sterne anvisiert? Weil sie mit Mythen, Tieren oder Göttern verbunden waren. Diese Disziplin ist eine Art forensische Wissenschaft für alte Weltbilder. Jeder korrekt ausgerichtete Stein ist ein Indiz, jeder Lichtstrahl, der zur richtigen Zeit durch eine Nische fällt, eine Zeugenaussage. Langsam und mit großer Sorgfalt setzen wir so die Fragmente des verlorenen kosmischen Puzzles wieder zusammen und lernen, die in Stein gemeißelte Sprache der Sterne erneut zu lesen. Wir nähern uns dem Ende unserer Reise durch den Himmel der Inka. Doch wir stehen nicht vor einem abgeschlossenen Kapitel der Geschichte. Wir stehen am Rande eines tiefen, sternenklaren Ozeans, voller ungelöster Fragen. Trotz der beeindruckenden Fortschritte der Archäoastronomie und der Ethnographie bleibt das astronomische Wissen der Inka in weiten Teilen ein Mysterium. Die größte offene Frage betrifft zweifellos die Quipus. Obwohl wir wissen, dass sie numerische Daten enthielten, bleibt die Hypothese, dass sie auch narrative und astronomische Informationen in einer Art dreidimensionalem Schriftsystem kodierten, unbewiesen. Sollte es uns eines Tages gelingen, diese Knotenschrift vollständig zu dechiffrieren, könnte sich ein ganzes Universum an Wissen offenbaren. Bis dahin bleiben sie stumme Zeugen eines verlorenen intellektuellen Systems. Auch die dunklen Konstellationen in der Milchstraße hüten noch viele ihrer Geheimnisse. Wir kennen die Namen einiger, die Schlange, der Frosch, das Lama, aber ihre genaue Rolle im Kalender, in der Mythologie und in der rituellen Praxis ist nur in Umrissen bekannt. Wie viele gab es? Welche Geschichten erzählten sie? Welchen Einfluss hatten sie auf das tägliche Leben? Die Antworten liegen im Dunkeln, verborgen in den kosmischen Staubwolken. Das stille Vermächtnis der Inka-Astronomen ist daher von einer tiefen Ambivalenz geprägt. Es ist die Geschichte eines tragischen Verlustes, einer fast vollständigen Auslöschung eines hochentwickelten Wissenssystems. Aber es ist auch ein Zeugnis menschlicher Resilienz und der tiefen Verbindung zwischen dem Menschen und dem Kosmos. Die Inka haben uns keine Formeln oder Lehrbücher hinterlassen, sondern eine Haltung, die Ehrfurcht vor den Zyklen des Universums und das Verständnis, dass unser Leben auf der Erde untrennbar mit dem Tanz der Sterne verbunden ist. Wenn wir heute in den klaren Nachthimmel der Anden blicken, sehen wir nicht nur die Sterne, die auch die Inka sahen. Wir spüren die Stille, die durch das verlorene Wissen entstanden ist. Eine ehrfurchtgebietende Lehre, die uns daran erinnert, wie zerbrechlich das menschliche Wissen ist und wie wichtig es ist, die verbliebenen Echos zu bewahren und ihnen zuzuhören.